willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich mache heute mal ein Video, in dem ich erstmal erkläre, warum ich überhaupt Archäologie so toll finde und warum ich es jedem weiterempfehlen würde, der überlegt, ob er Archäologie studieren sollte oder nicht. Vielleicht kurz zu mir, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Lisanne, 21, komme aus Deutschland und studiere Archäologie im Bachelor im 2. Semester an der Uni Leiden in den Niederlanden. Und ich brenne für mein Studium. Es ist so toll, ich liebe es so sehr. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal dieses Video, weil ich finde, Archäologie wird oft abgestempelt als, ja, das waren die Pyramiden und das war das alte Rom und that's it. Mehr gibt es nicht. Aber es gibt so viel mehr und ich dachte, ich mache mal ein Video, warum ich es so toll finde. Falls ich mal hier runter gucke, nicht wundern, da sind meine Notizen, damit ich nicht allzu sehr abschweife. Der erste Punkt ist auf jeden Fall Weitsicht. Was meine ich mit Weitsicht? Ich lerne durch dieses Studium so viel, was passiert ist vor Abertausenden, Millionen von Jahren. Wir sind nur so ein kleines Teil in dieser ganzen Geschichte. Und das zeigt einfach, dass wir uns viel zu viele Gedanken machen über das, was gerade abgeht. Also ich glaube, das kennt jeder, dass man sich einfach viel zu viele Gedanken macht um diese ganzen alltäglichen Sachen. Ja, was könnten die Leute von mir denken? Oder was ist, wenn morgen irgendwas Blödes passiert? So, es ist so verdammt egal. Wir sind nur so ein kleines Stückchen in dieser ganzen Gleichung und wir sind bedeutungslos. Also im positiven Sinne. Es ist sowas von egal, was wir machen. Und es wird wahrscheinlich in 100 Jahren niemanden mehr interessieren. Also wieso machen wir nicht einfach das, was wir machen wollen? Ja, ich fange jetzt schon damit an abzuschweifen, aber here we go. Was ich auch so an Archäologie liebe, ist, ich liebe das Gefühl, wenn ich in so einer alten Ruine stehe oder in einer alten Burg, in einem alten Schloss und ich weiß einfach, hier hat schon mal jemand vor mir gelebt und hier sind so viele Dinge passiert, von denen ich keine Ahnung habe. Ich finde das einfach so inspirierend irgendwie. Diese Menschen, die damals da gelebt haben, wo wir jetzt heute stehen zum Beispiel, hätten damals niemals gedacht, dass sich in Tausenden, Millionen von Jahren irgendwer dafür interessiert, was sie gemacht haben. Und ja, ich habe gerade gesagt, wir sind bedeutungslos, aber vielleicht gibt es in Tausenden, Millionen von Jahren irgendjemanden, den wir inspirieren können mit dem, was wir heute tun, mit den Überbleibseln, die es dann noch gibt. Vielleicht gibt es da irgendwen, dessen Leben wir mit unseren Taten bereichern können. Und das ist es doch dann total wert, einfach das zu machen, was wir machen wollen, oder? Ich meine, vielleicht haben die Entscheidungen, die wir jetzt heute treffen, einfach einen Impact auf Leute in sehr vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden nach uns und können diese Menschen inspirieren und etwas Positives bewirken. Und wenn das Leben nicht lebenswert macht, dann weiß ich auch nicht. Wie man vielleicht merkt, ich bin sehr passioniert zu diesem Thema. Ich liebe es einfach so sehr und ich hoffe, ich kann das so rüberbringen, weil ich finde, Archäologie wird ganz oft abgestempelt halt als langweilig und ja, es gibt sehr viele Stereotypen, die Archäologie umfassen und ich versuche die so ein bisschen zu brechen. Wie im Einspieler schon gesagt, also es wird halt oft gedacht, ja, Archäologie, das ist nur Ägypten und das Römische Reich und das war's, aber diesen Satz habe ich auch schon sehr oft zu hören bekommen, aber es ist halt nicht so, es ist so viel mehr. Mich fasziniert das so, was die Menschen damals einfach schon alles geschafft haben. So zum Beispiel bleiben wir bei Ägypten. Die alten Ägypter, wie haben sie die Pyramiden gebaut? Ich kann es euch nicht sagen. Also es gibt einige Theorien natürlich, wie die das gemacht haben könnten, aber es gibt keine endgültige Antwort. Und das fasziniert mich einfach so. Also das wäre ja selbst mit unseren ganzen Technologien, die wir heutzutage haben, wäre es wahrscheinlich schwer, eine Pyramide zu errichten. Und die Menschen damals hatten nicht diese ganzen Vorteile, die wir jetzt haben. Und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft. Als die Menschen damals Amerika entdeckt haben, vor
wie lange ist das her? 15.000 Jahren ungefähr. Da sind sie über Asien, über die Beringstraße gekommen, weil da war halt Eiszeit, dementsprechend war der Meeresspiegel niedriger und da war halt noch Land, worüber sie gehen konnten. Das ist 15.000 Jahre her. Ich frage mich wirklich, wie haben diese Menschen es geschafft, damals von ganz oben, von der Beringstraße von Alaska, innerhalb von 1000 Jahren bis runter nach Patagonien zu gelangen? Es fasziniert mich so krass, weil, wie gerade schon erwähnt, die hatten nicht die Technologien, die wir heute haben. Die konnten nicht mal eben in den Flieger steigen und in ein paar Stunden da unten landen. Ich weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht. Und das fasziniert mich so, weil es so viele ungeklärte Rätsel da draußen gibt. Und ich denke mir so, wenn diese Menschen damals in den Umständen, die sie hatten, das schaffen konnten, wieso zweifeln wir so krass an uns? Wieso? Ich glaube, das kennen viele, dass sie halt ein bisschen zu sehr an sich zweifeln. Da bin ich auch schon durch. Aber ich finde, wenn wir mal diesen Weitblick haben und sehen, was damals die Menschen schon alles geschafft haben, wieso sollen wir nicht unsere kleinen Dinge schaffen können? Wieso? Es gibt einfach keinen Grund und niemand kann uns eigentlich aufhalten. Ich finde, das gibt mir total Kraft. Wenn ich an mir zweifle und nicht weiter weiß, dann denke ich mir so, ja, wenn die es geschafft haben, dann kann ich das auch schaffen. Also ich möchte jetzt nicht von der Beringstraße bis nach Patagonien laufen, aber ihr wisst, was ich meine. Um das Video abzurunden, ich bin mir so sicher, dass wir noch nicht alles entdeckt haben. Zu 100% gibt es da draußen noch so viele Orte, die wir nicht entdeckt haben. Und so viele Schätze unter der Erde, so viele Ruinen, so viele ungeklärte Rätsel. Und es hört einfach nie auf. Ich stelle mir zum Beispiel gerne einfach vor, sagen wir, du hast einen Lieblingsort, wo du gerne und oft Zeit verbringst. Was wäre, wenn da einfach eine alte Siedlung vergraben wäre unter diesem Ort und du wüsstest es nicht? Du kannst es nicht wissen, außer du studierst Archäologie und leitest da eine Ausgrabung. Klar, da gibt es mehr als diese 2 Schritte zu beachten, aber das fasziniert mich so sehr. Es könnten hier überall irgendwelche Schätze verborgen sein, von denen wir keine Ahnung haben. Und ich finde das so cool, diese Vorstellung. Archäologie ist einfach so ein Studiengang, der nie enden kann, glaube ich. Also weil ich glaube, wir werden nie an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ja, wir haben jetzt alles gefunden, alles entdeckt von all den Millionen Jahren vor uns. Ich meine, man muss mal überlegen, wann gab es den ersten Menschen? Vor 6 Millionen Jahren ungefähr? Da gibt es so viel, was wir noch entdecken können und das finde ich so cool. Es gibt einfach unendlich viele Dinge, die wir noch entdecken können und genau das macht dieses Studium so interessant für mich. Und vielleicht beende ich das Video mit einem schönen Zitat, was ich gefunden habe von Marcus Garvey. Das geht so. Ich lese es kurz ab, weil ich kann es mir absolut nicht merken. A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Heißt übersetzt, ein Volk ohne das Wissen über die eigene Vergangenheit, eigene Kultur, ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Genau deswegen finde ich es so wichtig, Archäologie zu studieren und einfach was über die Vergangenheit herauszufinden. Einfach weil wir dadurch so viel lernen können. Wir wissen nicht alles und wir können noch so viel lernen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und mein Enthusiasmus ist ein bisschen rübergekommen. Wenn euch noch ein bestimmtes Thema interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!